Er grinst, er hört nicht auf zu grinsen. Ja, wir beschränken uns selber beim Thema Geld verdienen, haben hier oft eigene Limits, die wir unterbewusst gar nicht merken. Stichwort Glaubenssätze, ganz wichtiges Thema und wir haben hier einen besonderen Gast und zwar Ben Ahlfeld. Er beschäftigt sich jeden Tag mit diesem Thema. Wir haben heute eine besondere Ausgabe von Faszination Freiheit. Besonderes Geschenk auch an die Community. Am Schluss des Videos nicht verpassen, auf jeden Fall bis dahin dranbleiben. Und ja, gehen wir doch mal rein. Warum ist denn Denken und Glaubenssätze, warum macht es denn einen Unterschied? Erzähl doch mal. Erstmal von meiner Seite auch Hallo, grüß genau, euch. stell dich mal kurz Ich vor bin noch. der Ben, Ja, genau, ja. Benedikt Ahlfeld mein Name, bin 30 Jahre jung, seit 10 Jahren hauptberuflich Trainer und beschäftige mich de facto schon viel länger natürlich, fast Zeit meines Lebens mit der Frage, wie werden unsere Entscheidungen, unsere Glaubenssätze, unser Verhalten beeinflusst und wovon. Ja, und du bist ja auch super erfolgreich. So. Also naja, danke für die Blume. Doch. Ja, wir kennen uns ja schon länger, wir haben uns ja vor vielen Jahren auch schon kennengelernt. Und du hast ja auch tolle auch Community und machst ja viele Trainings. Wir sind ja gerade in Wien bei dir zu Hause. Vielen Dank auch für die Einladung. So, ja, das Thema Glaubenssätze. Ja, jetzt denke ich was Bestimmtes über Geld. Ja, warum beeinflusst mich das und wie kann ich Glaubenssätze auch zum Positiven verändern? Wir haben ja alle Glaubenssätze, das ist klar, die bestimmen, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie wir unser Leben ausrichten. Nur, die meisten Glaubenssätze, die die Menschen haben, sind ihnen gar nicht bewusst und das sind unbewusste Glaubensmuster, die haben wir viel früher aufgeschnappt von Vorbildern, den Eltern, aus den Medien. Die soziale Programmierung nenne ich das. Die Gesellschaft, vor allem durch die Werbung, da ist uns das bewusst, die wollen uns gezielt beeinflussen, aber es passiert natürlich auch in der Familie. Und so übertragen sich oftmals Glaubenssätze auf uns, ohne dass wir es bewusst hätten. Und die können uns auch sabotieren. Also da zieht man dann wirklich selbst die Handbremse an. Selbst wenn man sich ein Ziel setzt, wenn man jetzt sagt, ich möchte mehr verdienen, ich möchte erfolgreicher werden, irgendetwas blockiert einen vielleicht, unbewusst. Man kommt nicht drauf, man setzt sich dieses Ziel, aber man erreicht es nicht, man sabotiert sich selbst. Wo kommt das her? Das ist eine sehr wichtige Frage, denn ich glaube, gerade beim Thema Geld ist immer noch ein riesiges Tabuthema in unserer Gesellschaft. Es ist ein hochemotionales Thema, ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, wie emotional. Ja, und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das großartig, wenn sich Menschen wie du hier beschäftigen mit Inhalt deiner Community, wo man zusammenkommt mit einem Umfeld, wo man auch drüber reden darf, weil ganz oft ist das ja nicht der Fall. In meiner Familie zum Beispiel, als ich damals, wie ich noch jung war, Wir reden hier sogar nur über Geld. Wir reden eigentlich nur über Geld, ist doch was Schönes, oder? Ist doch cool. In meiner Welt, Leute, Ja. Geld ist eine Art von Energie. Ja? Und wer glaubt, dass er nicht genug Geld hat, der gibt nicht genug Energie raus in die Welt. Je mehr Energie du rausgibst, umso mehr kommt zurück. Ich weiß noch gut, wie ich in meiner Jugend gesagt habe, ich möchte Millionär sein. Haben mich alle für verrückt gehalten. Das war total... Das war crazy. Das macht man auch nicht. Ja, er ist geisteskrank und er ist überhaupt, also das geht ja gar nicht. Vor allem meine Mutter hat immer gesagt, reiche Menschen sind alle geizig. Und ich wollte auch nicht geizig Typischer sein. Glaubenssatz, Ja, ein ganz typisches Beispiel. der hat sich bei mir eingebrannt. Also ich habe das auch lange Zeit geglaubt, reiche Menschen sind geizig und haben mich selbst davon abgehalten, reich zu werden. So blöd das klingt, aber vielleicht ist es jetzt bei dir nicht diese Art von Glaubenssatz, aber vielleicht ist es ein anderer, der dich davon abhält, letztendlich deine Ziele zu erreichen. Weil ich habe ja gewusst, ich will nicht geizig sein und das hat mich daran gehindert, dass ich reich werde. Ja, so, aber da ist ja das Interessante, weil es gibt immer zwei Seiten eines Glaubenssatzes, weil jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich kenne ein paar Reiche und die sind alle geizig, also sind alle geizig, na, deswegen glauben wir das dann auch, aber es gibt ja auch sehr freigebige Millionäre, Menschen, die viel Geld haben, gute Menschen, Absolut. Philanthropen, die Tolles damit machen, also wir finden immer beide Seiten, ne? Beispiel bei mir übrigens, ich hatte ganz große Probleme mit dem Finanzsystem, als ich mal manche Dinge, ich sag mal, verstanden hatte, wie das aufgebaut ist, wie auch Banken und Politik bewusst auch, ich sag mal, Menschen ausbeuten über das System und hatte das aber auch auf das Geld projiziert, weil das Geld ist ja das Thema davon, aber es ist ja nicht das Problem oder das ist ja nicht die Natur des Geldes, es ist wie bei einem Messer. Ich kann ein wundervolles Essen zaubern, ne? Wir hatten heute ein ganz tolles Abendessen zusammen, ne? Oder ich kann jemanden damit umbringen. Ne? Aber das ist nicht der Fehler von dem Messer, sondern das ist von den Menschen und genauso ist es beim Geldsystem. Das habe ich dann begriffen, dann habe ich das aufgelöst, also erkannt, aufgelöst und dann ging es auch zeitverzögert auch bei mir richtig nach oben, auf das nächste größere Level. Ja. Ganz genau. Das ist halt die Frage, woher kommen die eigenen Glaubenssätze? Ja? Von wem hat man die übernommen und sind sie dir überhaupt bewusst? Das finde ich ja noch viel spannender. Die meisten Menschen haben das ja gar nicht bewusst, was sie blockiert und finden damit gar nicht raus, wie sie diese Handbremse lösen können, die sie selber anziehen die ganze Zeit. Und genau das ist das Kern
Gebiet meiner Arbeit. Ja. Seit 10 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, woher kommen diese Glaubenssätze, wer hat sie dir programmiert und wie kannst du sie verändern? Da kann man schon mal festhalten, Übung 1, dass wir uns genau ansehen, eben, wie du gesagt hast, von unseren Eltern, von unserer Umgebung, was haben wir irgendwo gehört, wahrgenommen, was glauben wir über das Thema Geld. Bewusstsein ist der erste wichtige Schritt, mit der Feststellen, okay, ich glaube über Geld XY. Und was ist das Negative über Geld? Dass wir uns aktiv diese Frage stellen und damit auch darauf kommen, okay, wo liegen hier Glaubenssätze, die mich behindern, hier voranzukommen. Ja. Und das liegt oft wirklich Jahre zurück und dann weiß man es bewusst gar nicht. Und dann einfach nur diesen Bewusstheitsgrad zu erreichen, was ist der Glaubenssatz, wie kann ich ihn verändern, das verändert alles. Weil letztendlich gibt es für jeden Glaubenssatz, selbst die verrücktesten, wie ich will Millionär werden, gibt es genug Menschen, die das erreichen und leben und damit glücklich sind. Die Frage ist, wie kannst du es erreichen, wie kannst du es für dich nutzen? So, ja, was kann man jetzt auch an Übungen oder was kann ich machen? Okay, ich habe jetzt den Glaubenssatz. Reiche Menschen sind geizig. Na, und jetzt merke ich, okay, ich sollte es auflösen, damit ich ja finanziell vorankomme. Also was kann ich jetzt tun? Ich kann dazu sagen, wie ich es für mich gelöst habe. Ich habe mir bewusst gemacht, dass Geld nur eine Form von Energie ist. Das habe ich gerade eben schon gesagt und das hat sich ganz tief eingebrannt bei mir. Geld ist nur eine Form von Energie und kommt zurück, wenn du es gibst. Je mehr Energie du rausgibst, je mehr Wert du schaffst, je mehr Menschen du vernetzt, je mehr du den Menschen geben kannst, umso mehr kannst du bekommen. Nur leider leben wir in einer Gesellschaft, wo uns die Medien und die Werbung auch sagt, dass wir gar nicht genug haben, dass wir nicht genug sind, nicht wertvoll genug, nicht erfolgreich genug, nicht schön genug und wir versuchen durch Konsum das alles irgendwie zu füllen, diese Lücke. Dabei liegt die Fülle schon längst in dir selbst und du müsstest eigentlich nur eine gewisse Zeit diesen Versuchungen widerstehen und schon baust du Wohlstand auf, den du dann nutzen kannst, einsetzen kannst. Und das führt mich ja auch dann in dieses Glaubenssystem, dass ich ganz viele reiche Menschen mittlerweile kenne, die auch unglaublich viel spenden. Also es wäre eigentlich völlig egoistisch und selbstsüchtig, nicht reich zu sein. Weil wenn du nur dich selbst ernähren kannst und deine Nächsten, dann kannst du keinen Beitrag leisten. Helfen? Wie kann ich überhaupt noch irgendwie was weitergeben, helfen? Ja? Wie kann ich meinem Körper selber was Gutes tun, mal einen Wellnessurlaub, um wieder aufzutanken, um wieder Kraft zu tanken, um dann wieder schöne, tolle Sachen, Projekte auf den Weg zu bringen. Ja? Also nicht im Reichtum zu leben ist eigentlich selbstsüchtig, weil wie willst du Menschen helfen, die da auch hinwollen, wenn du dich selber gerade mal ernähren kannst, nicht mal. Ist doch so. Ja, sehr schön, gefällt mir. Also so habe ich meinen Glaubenssatz transformiert. Ja, von reiche Menschen sind geizig hin zu Armut ist eigentlich selbstsüchtig sein. Ja, Geld ist was Tolles. Dass man für sich selber erörtert, das ist, denke ich, haben wir gut herausgearbeitet, okay, bringt der Konsum mir wirklich etwas oder ist es eigentlich für andere, beispielsweise für Menschen, die ich eigentlich gar nicht mag, aber die ich unterbewusst beeindrucken will, wie beispielsweise die Nachbarn, die keine Rechnungen von mir zahlen, aber ich will gut vor denen dastehen. Und, oder ist es wirklich Konsum, der mich wirklich näher bringt zu meinem wirklichen wahren Selbst, zu meinen Projekten und das, was ich in die Welt hinaustragen will. Ganz genau. Und dann, wenn man das mit Ja beantworten kann, auf das Letztere, dann ist es eine sinnvolle Ausgabe. Wenn es für andere ist und einfach nur im Status, damit ich dann irgendwie gut aussehe, dann ist es für das Ego, bringt nichts. Kurzfristig ist es ganz nett, aber langfristig gibt man sich selber auf. Ja. Es spricht nichts gegen Spielzeug und wer gerne Sportwagen fährt, soll Sportwagen fahren. Aber 90% der Porsche sind geleast und gehören gar nicht den Leuten, die sie fahren. Die meisten, würde ich jetzt mal unterstellen, fahren sie auch, um sich selbst oder anderen was zu beweisen, nicht nur, weil es lustig ist. Und genau das ist der springende Punkt. Ist es deiner Mission dienlich, was du tust? Die Ausgabe, die du tätigst, die unternehmerische Entscheidung, die du triffst, den Partner, den du akquirierst, den Kunden, den du empfiehlst, sind das Dinge, die in deine Mission einzahlen, die Wert schaffen da draußen in der Welt? Wenn ja, grandios, mehr davon. Wenn nein, lass es einfach bleiben und sei konsequent. Genau. Und schön viel sparen, investieren, dann kommt man jeden Tag mehr zu finanzieller Freiheit. Ganz genau. Und du hast vorhin auch was Schönes noch genannt, und zwar, als wir uns unterhalten hatten, dass wir ganz penibel auch auf die Menschen drauf achten. Das ist noch ein guter Abschlusstipp, denke ich. Und zwar, mit wem unterhalten wir uns über Geld und mit wem unterhalten wir uns besser nicht über Geld. Und gerade diejenigen, die voll sind mit negativen Glaubenssätzen, die schlecht darüber reden, die selber im Prinzip auch keine Ahnung davon haben, die es halt nicht auch besser gelernt haben und dann genau beispielsweise auch bei der Community bei dir oder bei mir, wo es wirklich ja jeden Tag um dieses Thema geht und wo wir sehr gerne und auch viel natürlich über das Thema Geld sprechen und ganz offen und auch wie wir unser Leben damit verbessern können, ne? Und das Leben anderer damit. Genau. Optimalerweise gleich. Ja.
Ja, und diese Achtsamkeit in dein Leben zu bringen und eben zu hinterfragen, woher kommen meine Glaubenssätze und welches soziale Umfeld habe ich mir geschaffen und wie kann ich mir eines aufbauen auch, das mich dabei unterstützt, meine Ziele zu erreichen. Ein Leben nach eigenem Standard zu leben, wie ich das nenne. Dazu habe ich ein Buch geschrieben und das ist ja auch ein Geschenk, was ich gerne mitgeben würde. Genau, das jetzt, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen und mal ein bisschen zeigen. Du hast so einen schönen Cliffhanger gemacht vorher. Ja. Und ich habe ein Buch geschrieben, eigentlich habe ich schon viele Bücher geschrieben, die meisten davon sind Fachbücher. Und das Neueste, das ist ein Ratgeber geworden. Das ist die Essenz dessen, was ich gelernt habe aus der Arbeit als Trainer, als Coach. Und ich habe auch sehr erfolgreiche Sportler und Unternehmer begleiten dürfen, wie die Entscheidungen treffen und wie die ihre Glaubenssätze selbst herausfinden und umprogrammieren, um damit ein Leben in Wohlstand und finanzieller Freiheit zu erschaffen. Und das Buch trägt einen Titel, der ist ein bisschen provokativ, aber ich glaube, es passt sehr, sehr gut in die heutige Zeit. Es heißt, überwinde die Angst, du selbst zu sein. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen heute genau das haben, die Angst, sie selbst zu sein. Klingt erstmal komisch, aber es steckt leider auch so viel Wahrheit drin. Weil wir sind selber in Rollen, wir wurden in Rollen reingepresst und wir sind oft nicht fähig oder die wirklich aufzulösen und wirklich so zu sein, wie wir selber wirklich sind. Und das macht einen gewaltigen Unterschied im Leben. Wenn man zu diesen Kern immer näher vorrückt und dann einfach genauso ist, wie man ist und genauso sein darf und sich dann richtig wohlfühlt damit. Und man zieht damit die richtigen Menschen an. Ganz genau darum geht es. Wie du rausfindest, was deine Glaubenssätze sind überhaupt, wie du sie auflösen, veränderst, wenn sie dich blockieren von dem, was du wirklich erreichen willst und dann ein Leben führst, das zu dir passt, anstatt eben diese Wünsche und diese ganzen Vorstellungen von außen zu erfüllen, die dich eigentlich nur unglücklich machen, die mit dir gar nichts zu tun haben. Sich davon zu lösen und ein Leben nach eigenem Standard zu beginnen. Genau darum geht es im Buch. Und ich bin sehr stolz, es gibt das Ganze auf Amazon zu kaufen, als Printversion. Und jetzt habe ich ganz neu mein Hörbuch nämlich aufgenommen. Dazu gibt es auch auf Audible. Nur, ich habe mir gedacht, gerade für eine Community, die sich ganz viel mit diesem Thema beschäftigt, macht es vielleicht Sinn, das einfach als Goodie herzugeben. Und das würde ich sehr gern, wenn ich darf, deiner Community zum Geschenk machen. Nämlich, wir haben es schon besprochen, und zwar gibt es das Hörbuch zu diesem Teil hier für dich geschenkt. Das würde ich sehr gerne hergeben. Den Link, den findet man unter dem Video. Unter dem Video, genau. Dort gerne kostenfrei downloaden. Vielen Dank, ich sage den ganzen Namen der Community für dieses tolle Geschenk. Ich würde mich freuen, wenn es dich bereichert. Und auch wunderbar, denn gerade, ich war heute beispielsweise noch im Flugzeug unterwegs und da habe ich mir auch ein Hörbuch angehört. Die kann ich mal von dir dann auch noch anhören, werde ich mir auch downloaden dann. Sehr gerne. So, und das kann man einfach nebenbei machen, kann man im Auto machen, kann man im Flugzeug machen, wie auch immer, also braucht man nicht mehr extra Zeit dafür verwenden und dann können die Leute dich auch mal näher kennenlernen und erhalten ihr gleich richtig tollen Input. Ganz genau, das finde ich so wichtig, sich einfach regelmäßig damit zu beschäftigen und sein Gehirn zu füttern, vor allem in so Lehrzeiten. Deswegen finde ich, ist ein Hörbuch die ideale Möglichkeit, um das Thema umzusetzen. Super. Ja, vielen Dank, lieber Ben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier bei dir zu Hause bei einem gemütlichen Wintertee. Ja, und also wie gesagt, Link unter dem Video. Ansonsten gerne teilen und liken von diesem Video. Tolles Geschenk, also das macht auf jeden Fall Sinn. Das kann man natürlich auch seinen Freunden auf Facebook oder YouTube etc. dann gerne weitergeben. Wir sehen uns ansonsten nächste Woche wieder zu Faszination Freiheit. Ich lasse mir wieder was Tolles einfallen. Bis dahin. Ja, herzlich, Thorsten Wittmann und Ben Alfred.